Dampfloks nachhaltig und umweltbewusst im 21. Jahrhundert einsetzen. In diesem Film zeigen wir euch, wie das geht. In Deutschland kennt jeder den Weg mit seinem Leergut zum Pfandautomaten. Die Abgabe von leeren Getränkeflaschen zur Wiederverwendung ist ein populäres Beispiel für umweltbewusste Nachhaltigkeit. Selbst Einwegflaschen werden heute sinnvoll weiterverarbeitet. Wie für Pfandflaschen gibt es auch für Holz viele Verwendungsmöglichkeiten. Dieser nachwachsende organische Rohstoff ist gefragt wie nie. Rund 5 Milliarden Kubikmeter verbraucht die Weltbevölkerung pro Jahr. Beim Verschnitt und der Verarbeitung entstehen Sägemehl und Hobelspäne, sogenannte Sägenebenprodukte. Dieses Material wird getrocknet, weiter zerkleinert und in großen Anlagen mit Druck in kleine Bohrungen gepresst. Das Ergebnis sind Holzpellets. Der Energieaufwand bezogen auf den Brennwert zur Herstellung dieser Pellets beträgt nur 1/3 im Vergleich zu Heizöl oder Erdgas. Dieser Film zeigt den Versuch, diesen Brennstoff, der vor allem in Industrieanlagen, Kraftwerken sowie Pelletheizungen für Gebäude eingesetzt wird, in einer Dampflokomotive zu verfeuern. Willkommen zum Projekt Entwicklung einer für den Dampflokbetrieb geeigneten Hochleistungsfeuerung für nachwachsende Rohstoffe. Vor hunderten Jahren entdeckten wir das schwarze Gold, die Steinkohle. Der über hunderte Millionen Jahre entstandene Energieträger versorgt bis heute weltweit Dampflokomotiven. Alle deutschen Dampfloks verbrennen zusammen rund 22.000 Tonnen pro Jahr. Das entspricht einem Anteil von 0,007% an den Gesamtemissionen in Deutschland. Doch an der weltweiten Stromversorgung hat Kohle bis heute einen Anteil von über 30%. Aber die Vorkommen der Erde sind endlich und die Verbrennung von Steinkohle trägt einen erheblichen Anteil zum Klimawandel bei. Mit alternativen Energieträgern wird auf der ganzen Welt nach Möglichkeiten zum Kohleausstieg gesucht. Für den Fortbestand des Dampflokeinsatzes ist es jetzt an der Zeit, nach Lösungen zu suchen. Projektleiter Mike Drechsel. Es geht um das Thema Brennstoffe, Ersatzbrennstoffe. Die Zeiten ändern sich. Für die Museums- und Touristikbahn stellt sich sehr stark die Frage, wie in Zukunft der Betrieb von den Dampflokomotiven noch planbar und bezahlbar bleiben kann vor dem Hintergrund der Kohleversorgungssituation. Das ist das große Problem und wir wollen natürlich versuchen, auch in vielen Jahren noch den Betrieb dieser historischen Fahrzeuge präsentieren zu können. Also die Frage stellt sich eben, gibt es eine Alternative zur Kohle? Kann es eine Alternative geben, die funktioniert? Der Frage wird hier im Rahmen des Projektes nachgegangen. Und wir wollten eine Lösung, die funktioniert, mit einem Brennstoff, der sofort verfügbar ist und auch langfristig verfügbar sein wird. Wichtige Zechen für Dampflokomotivkohle in passender Körnung haben in den letzten Jahren geschlossen. Die beliebte, wenig qualmende Dampflokkohle aus Russland ist durch Kriegsumstände nicht mehr verfügbar oder unbezahlbar. Anders ist es bei den Pellets, dessen Verfügbarkeit über viele Jahrzehnte sichergestellt ist, und zwar wegen des in Deutschland nachwachsenden Rohstoffes. Immer mehr Haushalte setzen zur Heizung auf moderne, effektive Pelletöfen. Pellets haben von all diesen erneuerbaren oder nachhaltigen Holzbrennstoffen den höchsten Energiegehalt, der immer noch deutlich unter der Kohle liegt. Das ist auch eine der großen Herausforderungen und Fragen, die wir hier im Projekt behandeln. Das ist der Grund, warum wir hier diese Dampflok als Versuchsträger nutzen, mit Messtechnik ausgerüstet haben und auch Versuchsfahrten mit Leistungsmessung, Verbrauchsmessung, Temperaturmessung und so weiter durchführen, um dann das Verfahren, was wir hier auf dieser Lok testen, skalierbar zu machen für kleinere oder auch größere Maschinen. Das Projekt soll natürlich kein Rohrkrepierer werden, Dampfloks also schwächer oder langsamer machen. Es soll Perspektiven eröffnen. Gerade für den Einsatz von Großdampfloks im harten Einsatz stellt sich die Frage, wäre das auch mit Holzpellets möglich?
Im norddeutschen Emsland stehen die Eisenbahnfreunde Hasetal, wie alle Museums- und Touristikbahnen, in Zeiten von Kohleausstieg, explodierenden Preisen, CO2-Besteuerung und Versorgungsschwierigkeiten mit Steinkohle in geeigneter Qualität vor der Frage, wie sie den planbaren, bezahlbaren Betrieb ihres historischen Kulturgutes in Zukunft meistern. Unser Zugpferd ist die Dampflok Niedersachsen, wo wir sonst Steinkohle verbrennen. Mittlerweile ist halt der Steinkohlepreis mehr um das Doppelte angestiegen. Diese Situation sorgt zunehmend für Probleme. Darum haben wir uns dann überlegt, mit Mike zusammen ein Forschungsprojekt zu starten. Erfreulicherweise gibt es in Deutschland eine Institution, die innovative, modellhafte und lösungsorientierte Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft fördert. Glücklich darüber sind wir, dass wir als Förderer des Projektes die Deutsche Bundesumweltstiftung in Osnabrück gewinnen konnten, die die Kosten des Projektes zum Teil übernimmt und fördert. Der Grund, warum die Deutsche Bundesumweltstiftung ein Interesse daran hat, das Projekt zu fördern, ist natürlich, dass es ein nachwachsender, regenerativer Brennstoff ist und somit aus Umweltschutzgründen auch förderungswürdig ist. Mit rund 40.000 € für einen Zeitraum von 1,5 Jahren war die Basis für dieses Projekt gelegt. Im Frühjahr 2022 begannen die Arbeiten an der Versuchslok Niedersachsen. Zunächst erstmal haben wir die Lokomotive mit entsprechender Messtechnik ausgerüstet. Das sind Temperatur- und Druckmessungen, Aufströmdruck, Unterdruck in der Rauchkammer, Schieberkastendruck hatte die Maschine tatsächlich vorher nicht. Und das sind alles Indikatoren, um Rückschlüsse auf die Leistung zu bekommen. Generell kann man in einem Dampflokkessel sehr viele auch niederenergetische Brennstoffe verfeuern. In der Praxis ist die Frage, schafft man es, die Menge innerhalb der Zeiteinheit durchzubringen. Der Kessel als Wärmetauscher, als Dampferzeuger hat einen Wirkungsgrad und letztendlich ist nur entscheidend, wie viel Brennstoff mit einem gegebenen Heizwert kann ich innerhalb einer bestimmten Zeit durchsetzen, also verbrennen, auf wirtschaftliche Art und Weise, um dann eine gegebene Leistung zu bekommen. Die Holzpellets haben natürlich einen merklich geringeren Heizwert als Steinkohle, also ist logisch, dass entsprechend mehr durchgesetzt werden muss, um eine gegebene Leistung zu erhalten. Wie viel genau, das ist ja eben Gegenstand der Versuche, der Versuchsfahrten und auch der Standversuche, die wir in Vorbereitung durchgeführt haben, bevor wir uns auf die Strecke getraut haben. Bei den Standversuchen wurde die Dampfmaschine derart manipuliert, dass der Dampf von der Einströmung direkt in die Ausströmung übertreten kann, ohne dass sich die Lokomotive bewegt. Ermittelte Daten von Schieberkasten und Blasrohrdruck bildeten eine gute Referenz zum Dampfdurchsatz. Zusätzlich wurde die verdampfte Wassermenge ermittelt. Diese Versuche wurden zuerst bei der Kohlenfeuerung und anschließend bei der Pelletfeuerung unternommen, um diese miteinander zu vergleichen. Die Pelletfeuerung stach direkt mit einem deutlich besseren Kesselwirkungsgrad hervor. Selbst bei Dunkelheit war kaum Funkenflug erkennbar. Das schafft die Kohlenfeuerung in der Regel nicht. Für die Versuchsfahrten mussten die Schieber wieder gangbar gemacht werden. Das macht er im Leerlauf. Das Funktionsprinzip der Dampflokomotive bleibt in jeder Hinsicht durch den Umbau auf die Pelletfeuerung erhalten. Angeheizt wird ganz klassisch mit Stückholz, wie man es kennt, auch bei Kohlefeuerung. Und ab dem Moment, wo man normalerweise das Kohlefeuer aufbauen würde, nimmt man dann eben die Pellets. Der große verbrennungstechnische Unterschied zur Kohle ist die Art der Luftzuführung. Bei Kohlefeuerung spricht man von Primärluft, die durch das Feuerbett zieht, also durch den Aschkasten, durch das Feuerbett zu 100%. Holz verhält sich da ganz anders. Holzfeuer braucht ungefähr 2/3 der Verbrennungsluft über dem Feuerbett, also der Flamme zugeführt, damit die Verbrennung sauber und leistungsfähig abläuft. Das muss eben geändert werden. Zum einen natürlich die Rostlage, dass der Brennstoff nicht durchrieselt, was auf dem Normalrost der Fall wäre. Und die Art der Luftzuführung, dass die Luftzufuhr durchs Feuerbett stark gedrosselt wird und die Oberluft, also die Sekundärluft, entsprechend gut über dem Feuerbett verteilt wird.
Des Weiteren musste die Feuertür geändert werden, da wir die Sekundärluft entsprechend in die Feuerbüchse einbringen müssen und keine Löcher in die Feuerbüchse und den Stehkessel schneiden wollten. Geschieht das über die Feuertür, was bei der Kesselgröße hier noch machbar ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Funkenflug. Bekannterweise bei Holz nicht unproblematisch. Wir haben daher den Funkenfänger ausgetauscht. Standardmäßig ist eine Maschenweite bei Kohlefeuerung von 6 mm verbaut und wir fahren jetzt mit einer Maschenweite von 1,7 mm. Die Gefahr des Funkenfluges ist deutlich geringer als bei Kohlefeuerung sogar letztendlich mit dieser Maschenweite. In Zeiten steigender Gefahr von Wald- und Böschungsbränden ein weiterer Punkt für die Pelletfeuerung. Die Lok Niedersachsen ist von der Größe her sehr gut geeignet. Das ist eine Henschel Typ Bismarck, wie die über viele Jahre hinweg sehr bewährt gebaut wurde, eine Industrielokomotive. Die hat eine Dampfleistung, eine Nenndampfleistung von rund 5 Tonnen und eine Rostfläche von 1,6 Quadratmeter. Das sind eigentlich Parameter, die sehr wünschenswert sind für so einen Versuch von der Größe her, um es eben skalierbar zu haben. Die große Herausforderung war, einen Feuerschirm einzubringen, den die Lok nicht hatte, der aber zwingend erforderlich ist bei Feuerungen mit Sekundärluft, also sprich mit Oberluft. Der Feuerschirm ist ein Gewölbe über dem Feuerbett. Er hat die Aufgabe, durch Lenkung der Verbrennungsgase und des Feuers die Verbrennung zu verbessern bzw. die Flammen zu verlängern. Jetzt konnten wir nicht einfach einen Feuerschirm in üblicher Weise nachrüsten. Die Maschine hat eine Kupferfeuerbüchse und am Kessel selbst durfte nichts verändert werden. Drucktragende Bauteile dürfen nicht verändert oder berührt werden. Statt schweren Schamottsteinen oder einer Gusskonstruktion kommen leichte Vermiculite-Platten zum Einsatz. Wir mussten daher ein Provisorium schaffen, einen provisorischen Feuerschirm, der sich auf einer Trägerkonstruktion stützt, die einfach nur auf der Rostlage steht und keine Verbindung zur Feuerbüchse hat. So sah die erste Konstruktion mit dem eingebauten Feuerschirm aus. Also für den Betrieb, den die Maschine hier im normalen Museumsverkehr hat, mit recht geringen Leistungsanforderungen, ist diese Lösung wahrscheinlich weiterhin praktikabel. Für die angepasste Rostlage, die für die Pelletverfeuerung geeignet ist, hatten wir mehrere Optionen, wobei sich herausgestellt hat, dass das klassische tote Feuerbett, so wie es die Reichsbahn in der DDR für die Verfeuerung von Braunkohlenbriketts entwickelt hat, eigentlich recht vorteilhaft ist. Auf der vorhandenen Rostlage wurden damals Steine als Unterlage für schnell zerfallende Braunkohle benutzt. Die Pellets würden durch einen klassischen Rost durchfallen. Im Probebetrieb sollten jedoch Probleme mit dieser Lösung entstehen. Die Schottersteine, die auf dem Rost liegen, die sind doch tatsächlich so ein bisschen verglast. Und das empfiehlt sich wahrscheinlich, die von Zeit zu Zeit ein bisschen aufzulockern, damit das nicht zusammenbackt. Als das tote Feuerbett zusätzlich noch verschlackte, erfolgte eine Optimierung. Genau, was geblieben ist, war der hohe Aufwand mit dem toten Feuerbett. Und das haben wir dann im April 23, also dieses Jahr, sind wir das nochmal angegangen. Und da haben wir dann tatsächlich ein Spezialrost eingebaut. Das war eigentlich von vornherein so geplant, dass man eine spezielle Rostlage einbaut und nicht mit diesem toten Feuerbett. Aber es war einfach zu verlockend, weil es so einfach und günstig war. Da haben wir dann eben einen Spezialrost eingebaut. Im Prinzip muss man sich das vorstellen wie ein dickwandiges Lochblech mit vielen kleinen runden Löchern, die eben ein bisschen kleiner sind als die Pellets selbst, dass sie nicht durchrieseln, aber auch dieEntaschung und Luftzufuhr noch gut ist. Baumarktware? Nee, Fachhändler. Okay, aber Industriestandard. Alles Industriestandard. Also die kompletten Materialkosten, die wir für die Umbauten an der Lok hatten, das waren wenige tausend Euro. Hat sich der Umbau des Rostes gelohnt? Ja, und die Rostlage, die ist jetzt mittlerweile auch schon einige Fahrten drin und hat sich soweit auch bewährt. Man muss sagen, diese ganzen Umbauten, die wir da an der Lok gemacht haben, die durften ja nicht viel kosten. Und man wusste ja, als man es das erste Mal gebaut hat, auch nicht, funktioniert das überhaupt. Deswegen ist das alles, sage ich mal, relativ leicht ausgelegt, ne? Also wenn man jetzt wirklich über Jahre damit fahren möchte, dann wird man vielleicht nochmal eine Materialstärke mehr nehmen an der einen oder anderen Stelle.
Noch vor Einbau des heutigen Lochblechs, also mit totem Feuerbett, erfolgte die Feuerprobe für die neuartige Pelletfeuerung. Zusätzlich zum Messzug wurden 4 mit Holz beladene Güterwagen zur Verfügung gestellt. Diese Lastprobefahrt erfolgte im April 2022. Viele Nacharbeiten begannen erst auf Basis der hier ermittelten Ergebnisse. Die Aufnahmen vor diesem Zug zeigen also nicht den endgültigen Stand des Projektes. Im Packwagen wurden Pellets mitgeführt, um die Reichweite zu erhöhen und auf alle Situationen reagieren zu können. Der klimafreundliche Brennstoff ist offiziell CO2-neutral, da er bei der Verbrennung nur so viel CO2 abgibt, wie der Baum vorher während seines Wachstums aufgenommen hat. Wie gut wird dieser moderne Brennstoff im hunderte Jahre alten System Dampflok funktionieren? Kann die gleiche Leistung wie mit Steinkohle erbracht werden? Zur Leistungsmessung am Zughaken der Dampflok haben wir hier eine spezielle Messeinrichtung. Und zwar ist das im Prinzip eine normale Kuppelkette, allerdings mit 2 Kupplungsbügeln, und in der Mitte befindet sich eine spezielle Zugkraftmessspindel, mit der per Dehnungsmessstreifen die Zugkraft gemessen wird. Also hier in dieser Kraftmessdose sind spezielle dünne Drähte, Widerstandsdrähte aufgeklebt auf dem Metall in Schlangenlinien. Und wenn eine Zugkraft wirkt, dann werden diese Drähte langgezogen, wodurch sich ihr Widerstand ändert. Und wenn jetzt Strom durch den Draht fließt, ist der Spannungsabfall über den Widerständen ein anderer, je nachdem, wie sehr dieses Material gelenkt wird, sprich wie viel Kraft da wirkt. Und diese Spannungsänderungen können wir erkennen und werten sie aus, und damit können wir die Zugkraft berechnen. Mit der Messung, die wir hier machen, messen wir zunächst die Kraft am Zughaken, das heißt also die Zugkraft. Und die Zugkraft multipliziert mit der aktuellen Fahrgeschwindigkeit ergibt die Leistung der Maschine. Zur Messung der Geschwindigkeit haben wir weiter hinten im Wagenzug noch ein Dopplerradar angebaut, mit dem die Geschwindigkeit über Grund gemessen wird. Am Haken hängen über 400 Tonnen. Gerade für die Fahrt auf Strecke und nicht im Rangierdienst eine ordentliche Last für unsere Versuchslok Niedersachsen. Über die Meppen-Haselünner Eisenbahn geht es durchs Emsland parallel zur Bundesstraße 402 bis ins 15 Kilometer entfernte Vormeppen. Deutz Diesellok V32, Baujahr 1960, wird als Bremslok genutzt, um die Geschwindigkeit möglichst gleichbleibend zu halten. Nur so lassen sich genaue Messergebnisse erzielen. Der Daniel muss uns Bescheid sagen, wenn er schöne Werte hat für den Lastpunkt. Und wenn er uns dann Bescheid gegeben hat, dann erhöhen wir den Schieberkastendruck auf 4 Bar und gehen das durch, wenn wir das eingestellt haben und so weiter. Ja, verstanden. Machen wir. Die gewünschte, gleichbleibende Geschwindigkeit zur Messung liegt bei 30 Stundenkilometern. Im Packwagen werden die Messergebnisse in Echtzeit auf dem Laptop dargestellt. Natürlich gehören auch Tiefschläge zu einem solchen Forschungsprojekt. Bei einer Testfahrt, Tender voran und ohne Güterwagen, führte ein unbeabsichtigtes Ausklinken des Steuerungshandrades zu einem kurzen, starken Leistungsanstieg. Der dabei verursachte starke Saugzug ließ eine der Platten auf dem Feuerschirm brechen und saugte diese weg. Das Bauteil konnte am nächsten Tag im Baumarkt ersetzt und eingebaut werden. Das wäre bei der herkömmlichen Bauform eines Feuerschirms nicht möglich. Damit zurück zur Lastprobefahrt. Ausfahrt frei und Sound an.
Die ersten Testergebnisse sind sehr vielversprechend, obwohl es deutliche Unterschiede zwischen Kohle- und Holzpellets gibt. Das Verhältnis der Heizwerte zwischen den Holzpellets und der hier verwendeten schlesischen Steinkohle ist ungefähr 5:8. Also etwa 1,7 Mal mehr Brennstoffdurchsatz bei gleicher Leistung. Aufgrund dessen, dass die Dichte der Holzpellets noch ein bisschen geringer ist als die der Kohle, ist die Menge dann noch ein bisschen höher. Der Heizwert entspricht den DDR-Braunkohlebriketts. Ein höherer Wirkungsgrad des Kessels bei Pelletfeuerung ist auf den deutlich geringeren Luftstrom durch das Feuerbett zurückzuführen. Weniger Brennstoffteilchen werden mitgerissen, besser bekannt als Flugverlust. Dadurch fällt der Mehrverbrauch zur Kohle geringer aus, als das reine Verhältnis der Heizwerte vermuten lässt. Die Verwendung des neuen Verbrennungsverfahrens mit dem Ersatzbrennstoff hat naturgemäß natürliche Grenzen, die bestimmt werden durch die Menge und somit die Reichweite eben auch einschränken. Angekommen in Vormeppen. Wie ist es gelaufen? Ja, das letzte Stück hier, da geht es in der Kurve den Berg hoch mit dem Zug. Da war hier alles an Anschlag. Aber Druck gehalten und noch gespeist. Aber man muss sehr viel reinschmeißen. Deswegen laden wir jetzt um. Der einstige Kohlenkasten ist so gut wie leer. Zurück kämen wir ohne Nachfüllen nicht. Die Feuerung soll also eine Alternative geben bei Betriebsverhältnissen, die passend sind. Das heißt, ein Betriebsradius und Brennstoffbunkermöglichkeiten, die entsprechend passen, und eine Leistungsanforderung, die passt. Haben wir bei Rückwärtsfahrt die offizielle Leistung der Maschine schon erreicht? Zum Schluss 9 Bar im Schieberkasten. Und ja, wir haben ja gerade gehört, wir waren mit der Geschwindigkeit etwas über 30, die wir eigentlich angestrebt haben. Und da hat man dann am Zughaken eine effektive Leistung von 408 PS, 300 kW gemessen. Was sollte sie eigentlich haben? Also 400 ist angegeben indiziert. Ja, also waren wir über Nennleistung. Chapeau. Die Nennleistung wurde bereits erreicht. Jetzt folgt die Rückfahrt nach Haselünne. Wie ist die Stimmung auf dem Führerstand? Ja, ich würde sagen, positiv aufgeregt. Bei der Beschickung des Feuers bleibt es hier bei den Versuchen bei der klassischen Handfeuerung. Wenn man jetzt größere Leistungen fährt, auf großen Lokomotiven, stößt das natürlich irgendwann an eine Grenze. Und da wäre dann als nächste Ausbaustufe eine mechanische Beschickung notwendig. Das stellt sich mit den Pellets gar nicht so kompliziert dar. Der Brennstoff ist genormt und ist ja für die mechanische Förderung optimiert. Lokführer Thorsten guckt rechts heraus, um zu erkennen, ob sich der schwere Zug bereits in Bewegung gesetzt hat. Das Wort hat jetzt Lok Niedersachsen, die zu ihrem 100. Geburtstag nochmal ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen muss. Messgerät und Lok sind bereit. Jetzt muss Lokführer Thorsten Bar für Bar die Drücke für die Messungen einstellen. Mike Drechsel von Steam Technologies auf dem Führerstand und Daniel Jobstfinke im Zug stehen im stetigen Austausch zu allen Messungen. Jetzt laufen die Daten aus der Messdose und dem an diesem langen Kabel befindlichen Dopplerradar unter dem Zug zusammen. Wir werden es gleich auf der Auswertung sehen. Das Lokpersonal holt jetzt alles aus seiner Maschine heraus und wagt sich an die Leistungsgrenze heran. In der Feuerkiste tobt ein Höllenfeuer. Die leicht herausschlagenden Flammen sind nach einigen Anpassungen zum Abschluss des Projektes passé. Heizer Jan kann normalerweise in Ruhe die Landschaft genießen.
Jetzt mit dem schweren Zug hört er nicht mehr auf zu schaufeln. Durch das geringe Gewicht der Pellets ist die Schaufel nicht so schwer wie bei der Feuerung mit Kohle. Der Saugzug reißt die Pellets aber ohnehin von der Schaufel. Im Normalbetrieb beträgt der Verbrauch später 12 bis 15 Kilogramm pro Kilometer. Bei richtiger Luftzuführung ist die Verbrennung auch sehr sauber, optimalerweise qualmfrei. Im Laufe des Projektes konnten die Probleme der Qualm- und Rauchentwicklung erfolgreich gelöst werden. Dazu später mehr. Der Brennstoff ist recht sauber. Man sieht also anschließend nach einem Fahrtag nicht aus wie ein Schornsteinfeger. Es gibt keinen Kohlenstaub, es gibt bei sauberer Verbrennung keinen Ruß. Und es gibt weitere Vorteile, die durch das Projekt bestätigt werden konnten. Für den Kesselbetrieb ist Holz sehr schonend, weil es praktisch kein Schwefel besitzt. Gerade bei Lokomotiven mit kupferner Feuerbüchse, wie hier in der Niedersachsen. Und on top spart Lok Niedersachsen über 7 Kilogramm CO2 pro Kilometer im Vergleich zur Kohlenfeuerung. Zurück in Haselünne. Die Eindrücke sind noch frisch. Selten so viel Sound erlebt. Und dann haben wir auch einmal auf knapp 40 km/h beschleunigt und sind da auch längere Zeit konstant mit 325 kW am Zughaken gefahren. Das entspricht stattlichen 442 PS. Diese Leistung liegt jedoch bereits im Überlastbereich des Kessels und hätte somit nicht langfristig aufrechterhalten werden können. Die Ergebnisse haben die Erwartungen jedenfalls voll erfüllt. Auch wenn der Heizer bei den Pellets öfter zur Schaufel greifen muss, zum Feierabend gibt es einige Erleichterungen. Der Aschegehalt ist auch sehr niedrig. Das heißt, wir haben hier schon einige Tonnen Brennstoff verfeuert und die Notwendigkeit, den Aschkasten zu leeren, ist noch nicht vorhanden. Bei der Rauchkammer sieht es ähnlich aus. Probleme und Herausforderungen der Holzpellets werden in diesem Bericht nicht weggekehrt. Auch diese Feuerungsart bringt Einschränkungen mit sich. Die Herausforderungen, die der Ersatzbrennstoff, die Holzpellets mit sich bringen, sind, wie schon angesprochen, der geringere Heizwert. Es muss also volumenmäßig mehr durchgesetzt werden. Dann dürfen die Pellets nicht nass werden. Also Feuchtigkeit mögen die nicht. Das ist bei der Bevorratung und bei der Bunkerung auf der Lok entsprechend zu beachten. Und was ist jetzt? Haben wir eine Lösung für die Zukunft? Zeit für ein Fazit. Also zumindest haben wir gesehen, dass mit der Holzpelletfeuerung die Leistung kein Problem ist, aber an der Verbrennung und dem Verbrauch ist noch Optimierungspotenzial. Schlussendlich konnten alle Potenziale genutzt werden. Dann haben wir Luftführung, Verbrennungsluftführung angepasst und den Feuerschirm nochmal leicht geändert. Das hat dann tatsächlich einen sehr großen Effekt gebracht, soll man gar nicht meinen. Feuerschirmwinkel ein paar Grad angepasst und schon war es mit der Qualmerei im Grunde erledigt. Heute wehen nur noch blütenweiße, klimaneutrale und rußfreie Dampfwolken durch das Emsland. Das Pilotprojekt hat seine Erwartungen erfüllt. Durch den Umbau der Lokomotive auf Holzpelletfeuerung ist es möglich, den Betrieb zukunftssicher zu machen und auf eine nachhaltige Grundlage zu stellen, sodass man wirklich eine Perspektive für lange Zeit hat, die Maschinen noch zu betreiben. Und was sagt der Lokeigentümer dazu? Also ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass wir da auch in Zukunft mit heizen, weil bislang die Standversuche und die ersten Fahrversuche sind ja mehr als gut verlaufen. Die CO2-Bilanz vom Verein wird verbessert.
Dadurch ist natürlich auf jeder Seite was gewonnen. Ich möchte mich noch bedanken bei unseren Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit, bei den gesamten Sponsoren, wie auch bei dem Landkreis Emsland und der Emsländischen Eisenbahn. Lok Niedersachsen ist auch im Jahr 2023 erfolgreich unterwegs. Mit Pelletfeuerung. Abschließend kann man jetzt sagen, das Ganze funktioniert, ist eine Alternative, muss natürlich zu den Betriebsbedingungen passen. Ne? Also durch den höheren Verbrauch muss ich öfter Brennstoff nachbunkern. Die Pellets müssen trocken gelagert werden. Das ist natürlich ein Unterschied, den man auf dem Zettel haben muss, den man irgendwie darstellen muss. Dementsprechend gibt es Einsatzfälle, die dafür schlecht geeignet sind. Loks, die immer woanders sind, die vom Kohlehändler per LKW bekohlt werden, wo sie gerade unterwegs sind, wo sie gerade stehen. Optimal sind irgendwelche Inselbahnen, sage ich mal, ne? Oder wo man häufig dieselbe Strecke fährt. Da kann man sich mit der Infrastruktur ja passend aufstellen, dass man dann an den Endpunkten zum Beispiel dann einfach mal nachlädt. Das Ganze ist ja auch recht komfortabel bei den kleineren Maschinen, so wie wir es in Haselünne hier gemacht haben, aus 15 Kilo Säcken. Die kann man auch im Packwagen noch mitnehmen. Wenn man eine längere Tour hat, kann man mal zwischendurch ein paar Säcke nachladen und kommt dann wieder einige Kilometer weiter. Ne? Also die Technologie ist jetzt soweit entwickelt und erprobt. Wir haben viele Kennwerte und so weiter und Erfahrungen gesammelt, dass es jetzt weitergehen kann. Wenn man jetzt eine größere Maschine hat, die mit nachhaltigem Brennstoff CO2-neutral fahren soll in der Zukunft, ist das durchaus machbar. Ne? Also die Erfahrungen sind da, die Erkenntnisse. Wenn man es wirklich machen möchte, kann man natürlich auch einen Schlepptender oben schließen. Sieht dann so ähnlich aus wie früher vielleicht die Kohlestaubloks. Es gab ja auch früher schon Kohlekastenabdeckung, ne, um die Reisezüge vor Kohlestaub zu schützen zum Beispiel. So ähnlich müsste man das wieder machen, dass das vor Regen und vor Spritzwasser geschützt ist. Dann kann man so einen Tender mit Pelletbunker innen drin, was früher der Kohlekasten war, ist dann eben der Pelletbunker, auch innerhalb relativ kurzer Zeit irgendwo, wo man gerade steht, durch einen Silo-LKW wieder befüllen. Da kann auch der LKW kommen und das genauso wie bei der Heizung zu Hause befüllen. Industriestandard halt. Ja, Pelletfeuerung ist erprobte Industrietechnik und die haben wir jetzt anwendbar für die Dampflok gemacht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jeder Versuch, die Dampftraktion als lebendiges Kulturgut für die nächste Generation zu erhalten, ist enorm wichtig. Über ein halbes Jahrhundert wurde keine Maschine mehr so genau in ihrem Betrieb vermessen. All dies steht auch noch im Zusammenhang mit modernsten Umweltanforderungen und spart CO2. Die Pelletfeuerung ist ein guter, möglicher Weg in eine langfristige und unabhängige Zukunft des Dampfbetriebes in einer modernen Welt.